Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Fragments of Him. Wir befinden uns hier jetzt gerade unterwegs als Granny, als Omi. Und ja, sind gerade auf dem Weg zur Universität. It's only civil to arrive on time for your appointments, so I started the drive down to see him with plenty of time to spare. Und ziemlich verwirrend das Spiel bisher, muss ich sagen. I ended up being rather early, and it was my first visit to the campus, so I went for a walk. The old buildings there are lovely. There were so many young people there, all full of life and excited about the future. Lots of beautiful girls around, and I was hoping I might spot Sarah. Ja, und die Personen, die hier nur anhand der Silhouette dargestellt werden, das sind eben die unwichtigen Personen. University wasn't a normal option for people in my time, and I never went. A solid education helps to improve a person. At first, I saw Will from a short distance before he saw me, and I couldn't make out what he was doing. Ja, und hier ist Will. Das ist ihr Enkelsohn, müsste das sein, soweit ich das verstanden habe. That he was holding Ja klar, hands wenn es die Omi with ist, a man. dann muss es natürlich der Enkel sein. So, und hier ist Will. Will ist derjenige mit den Brillen, also der am Anfang des Spiels den Autounfall hatte. Ob er noch lebt oder nicht, das ist mir nicht wirklich bekannt. And then they kissed. Und Right there, out jetzt in the sieht open. die Omi, dass er offensichtlich Geschmack an männlichen Personen gefunden hat. Denn zuvor war er ja noch mit Sarah zusammen, die er beim letzten Weihnachtsfest vorgestellt hatte. Tried to teach him. He went and did that. I couldn't believe it. I knew those views of his would get him in trouble. Und die Omi ist offensichtlich nicht sehr begeistert davon, dass er jetzt hier auf der offenen Straße einen anderen Kerl geküsst hat. Right away. Und sie ist einfach so ohne ein Wort zu Will abgezogen. I couldn't think of a single thing I could say to him. Und sie kann sich einfach oder konnte sich einfach nicht vorstellen, was sie zu ihm sagen hätte sollen. Will hadn't seen me. I simply had no idea how I could be expected to act like everything would be okay for him. He was still so young. There are people out there who won't accept that sort of thing. Also ich weiß nicht so genau, die Omi sagt jetzt, es geht jetzt eher so in die Richtung, offensichtlich ist es für sie doch nicht so schlimm, aber sie hat anscheinend etwas Angst, dass andere Leute das nicht akzeptieren und er dadurch in Schwierigkeiten gerät. The university suddenly seemed like a place full of smug, self-satisfied people. Ugly. All those petty children doing whatever they wanted, ignoring the responsibility of the freedoms my generation got for them. Wobei natürlich dürfte die Omi hier auch etwas dagegen haben, denn sonst wäre sie nicht einfach so davongelaufen. I was so angry with them all. He was putting himself in danger. Wobei sie hier jetzt wieder behauptet, sie ist nur böse auf ihn, weil er sich selbst in Gefahr begibt damit. It all just feels wrong to me. Sorry, but that's just the way I feel about this. Und sie ist der Meinung, dass das alles falsch ist, was er hier tut. Tja. Und jetzt befinden wir uns wieder im tollen
Ladebildschirm. Und nach wie vor finde ich das Game ein bisschen verwirrend. Also was ist passiert? Will dürfte offensichtlich am Anfang einen Autounfall gehabt haben. Ob er noch lebt oder nicht, keine Ahnung. Ich denke aber, er ist dabei gestorben. Ja, und dann hat man so quasi die Geschichte erlebt, wie er aufgewachsen ist, also bei seiner Oma, die mehrmals für ihn da war, weil seine Eltern irgendwie keine Zeit hatten. Und irgendwann hat sich das Verhältnis, I couldn't bring myself to talk to him. das Verhältnis zu Omi und Will mit der Zeit verschlechtert, bis sie irgendwann gar nicht mehr miteinander gesprochen hatten. Und jetzt sagt sie auch so, dass sie ihn schon längere Zeit nicht mehr gesehen hat, den Will. It was silly of me, I suppose. Und bisher habe ich so das Gefühl, dass das Spiel uns eigentlich so eine Art Message geben will in die Richtung, pass auf, was du im Leben tust, denn du weißt nicht, wann der letzte Tag ist. He had gone travelling after university, and I stayed at my house. Also jetzt in der Richtung mit, ja, die Granny ist einfach abgehauen, ohne mit ihm zu reden und hat offensichtlich nicht mehr die Chance jetzt dazu gehabt, ihm irgendwas zu sagen, denn er dürfte ja bereits beim Autounfall ums Leben gekommen sein. It's hard not to live in the past sometimes, when you have so much time to yourself. I wish my husband Robert had had more of a chance to know Will. Ja, also ihr Mann Robert, der bereits verstorben ist, He was such hatte a nicht die Möglichkeit, happy, playful boy. And then he changed. Will gut kennenzulernen. Hier sieht man auch wieder ein bisschen so die I Erinnerungsfetzen. don't know if he knew how much I loved him when he was growing up. Als er noch klein war. I had all these hopes for who Will would be when he was a grown man. But life goes on. I was in the garden. Things do have a habit of getting overgrown if you leave them too long. Ich meine, was ich bis We had been jetzt, travelling the world. I would very occasionally get a postcard from somewhere foreign. was ich bis jetzt noch nicht so wirklich verstanden habe, ist, um wem sie denn das Ganze hier jetzt erzählt. Ich meine, irgendwem scheint sie ja das hier zu erzählen. Oder sind das ihre Gedanken, die wir da hören? Das könnte natürlich auch sein. Aber wir müssen ja rein theoretisch in der Vergangenheit sein.
Denn hier hatte Will ja noch keinen Autounfall. This was before he went into the travel journalism. I worried about him so much. Also offenbar ist Will jetzt Reisejournalist und oft unterwegs. Und sie möchte eigentlich, also sie wünscht sich eigentlich eine Postkarte von einem fernen Land. Und sie hat natürlich Angst, dass Will hier in Schwierigkeiten gerät. Sie macht sich meiner Meinung nach ein bisschen zu viele Sorgen. I couldn't imagine he was really happy. He never seemed to want to settle down. He just wanted constant change and excitement. I got up to answer it and tripped, twisting my ankle in the garden. Tja, da hat sie sich wohl den Knöchel verknackst Blazes. und ist hingefallen. Ja. Und da klingelt jemand. The doorbell went again, but it hurt too much to move. Naja, vielleicht können wir mal I called nachsehen. out for help. Ne, hier kann man nicht ran. Das ist dieses I heard footsteps around the side Matrix-Style, of the house. die Matrix-Style-Grenze. Will had come to visit after coming back from travelling. Ja, da ist der gute alte Will. Er kommt jetzt doch wieder zu Omi zurück. Findet sie hier natürlich angeschlagen im Garten. I never made the effort to reach out to him, but he never gave up on me. Und sie mahnt jetzt so, ja, nie hat sich bei mir gemeldet. Und trotzdem hat er nie aufgegeben, sie zu erreichen. I saw inside the man he was the same kind boy that I knew. I don't claim that I'll understand some of his choices. Let's get you inside. But inside, he really always had been the man that I wanted him to be. Kind and strong. I'd missed that, blinded by only one part of him. He was still everything I could have hoped for. He was even kind to a fool like me. I'll never forget that. Also, sie meinte jetzt so, ja, okay, eigentlich war Will ja doch immer der Junge, den sie sich gewünscht hatte im Inneren, und es war nicht gut von ihr, ihn aufgrund dieser einen Tatsache, dass er den Kerl geküsst hat, dass sie ihn deswegen verurteilt und alles an ihm schlecht redet, weil er eigentlich im Inneren ein guter Mensch ist. Und ja, sie bereut jetzt quasi, wie sie vorher gedacht hat. Und langsam habe ich so den Verdacht, dass sie vielleicht hier die Grabrede hält. Das könnte nämlich tatsächlich sein. Und wir hier so quasi das Ganze visuell dargestellt bekommen. Aber das wird sich sicher noch früh genug herausstellen. So much changed since Grandma was young. She loves me and knows that I love Harry. I think she is starting to get that, but it's a leap for her.
Und da sind wir jetzt offensichtlich in Wills Küche. Ich glaube sogar, dass wir hier schon mal waren. Ist das nicht? Das ist doch dasselbe Gebäude. Ach, keine Ahnung, ich habe so ein Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Ja, natürlich. Das ist doch das Gebäude, wo uns die Granny dann hier im Raum sind wir gesessen irgendwie. Es standen irgendwie alles anders. Und die Granny ist doch dann hier in die Küche gegangen und hat einen Tee gemacht. Ich glaube, so war das doch. Nur, vielleicht haben sie auch beide dieselbe Küche. Das könnte natürlich auch sein. Jetzt hat er hier die... Achso, ich dachte schon, er hätte die Milch hier einfach verputzt. Samt Packung. So, das ist jetzt das Müsli. Ein gutes Frühstück. It's real weird looking back at my childhood. I had all these messages about what a man should be. And now I'm thinking about marrying Harry. Gut, offensichtlich denkt er gerade drüber nach, Harry zu heiraten. Und Harry müsste meiner Meinung nach der Typ sein, den er auf der Uni geküsst hat. Aber um das herauszufinden, müsst ihr das nächste Mal wieder dabei sein, denn ich mache hier jetzt einen Cut. Und ja, wir haben wieder ein bisschen hier über die Granny rausgefunden, ein bisschen über Will. Und ich bin mir sicher, dass uns das Spiel hier eine ziemlich festsitzende Botschaft mitteilen will. Und welche Botschaft das ist, das seht ihr sicher beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Tschüss.